weil ich so oft denke, eigentlich mag ich dieses Leben gar nicht. Dann die ersten ukrainischen Gäste zu uns gekommen sind, habe nachher fast jeden Tag da mitgeholfen. Es ist eine Familie für mich geworden. Und ich immer denke, warum? Ich mache doch gar nichts. Dann sind da Menschen, die leben wollen und die einfach weitermachen wollen. In meinem Leben habe ich nie so viele Leute getroffen, die an mich glauben. Das gibt mir Kraft und es bewegt mich und es berührt mich. Ulrike, Mensch mit riesigem Herz. Das ist ein Gefühl, dass alles wird gut. Ich habe in einer Apotheke gearbeitet. Ich bin PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin. Und ja, habe das eigentlich gefühlt mein Leben lang gemacht. Ich habe mit 16 meine erste Ausbildung gemacht und habe dann 8 Jahre Vollzeit jeden Tag durchgearbeitet. Und es hat Spaß gemacht. Ein schöner und ein toller, anspruchsvoller, anstrengender Beruf, den ich geliebt habe. Und ich habe auch viel Spaß daran gehabt. Ein Grundgedanke bei dem Beruf war immer einen Beruf zu haben, in dem ich Menschen helfen kann. Pharmazie war, zumindest vor 4 Jahren, als ich angefangen habe, immer im Vordergrund die Beratung und die Hilfe für den Patienten. Teilweise die Begleitung von Angehörigen, von der Erkrankung bis zum Tod. Und vieles davon ist eben einfach über den Beruf hat man im Kopf mit nach Hause genommen. Wenn Kinder sterben, wenn alte Menschen, die man über Jahre, Jahrzehnte kennt, erkranken und sterben, das kann man einfach nicht in der Apotheke lassen. Und ja, das ist nicht einfach. Aber es ist echt ein toller Beruf gewesen. Mein Leben hat sich verändert. Sich schon lange davor, weil es natürlich viele Anzeichen gab, dass es mir nicht gut ging. Für mich ein Punkt, das selber auch wirklich zu begreifen, war ein Norwegen-Urlaub im Juni 2017. Norwegen ist und bleibt für immer meine Herzensheimat und in diesem Urlaub konnte ich nichts genießen, konnte ich nicht entspannen. Habe ich im Prinzip von einer Panikattacke zur nächsten gelebt und als wir von dort nach Hause kamen, war klar, irgendwas geht in eine ganz, ganz falsche Richtung. Bin dann noch mal bei meinem Hausarzt gewesen, als ich für mich selber den Punkt hatte, es geht nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, ich will einfach nicht mehr. Und ich habe einfach das ganz, ganz große Glück gehabt, dass mein Arzt gesagt hat, ich weise Sie jetzt sofort in eine psychiatrische Klinik ein. Das, was, glaube ich, kein Mensch hören will. Und was absolut meine Rettung war. Und dann war ich 3 Monate dort in der Klinik und habe da einfach begriffen, wie krank ich letztendlich wirklich war. Tatsächlich habe ich über Jahre, Jahrzehnte so gelebt, bis dann einfach dieser Zusammenbruch kam und der sich dann einfach manifestiert hat in einer Angst- und Panikstörung, einer Sozialphobie, einer immer wiederkehrenden Depression. Also es ist schwer zu akzeptieren, diese Krankheit zu haben, aber sie ist nun mal da. Das Leben hat sich komplett geändert. Ich bin lange hinterher noch in Therapie gewesen, in der Tagesklinik, in der ambulanten. Die Diagnose von den Ärzten und von den Therapeuten bekommen, dass ich auch nicht mehr arbeitsfähig bin. Das hat mir irgendwo den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich kannte nichts anderes, ich habe immer nur gearbeitet. Und das hat mir Spaß gemacht und das war schön. Und das zu akzeptieren, fällt mir heute noch schwer. Durch diese Zeiten hat mir tatsächlich das Arbeiten mit dem Holz geholfen und hilft es mir auch heute noch. Ich habe eine Ergotherapie in der Holzwerkstatt gehabt und war zu dem Zeitpunkt auch so weit, dass ich
Keine Menschen um mich, keine Geräusche um mich, ich konnte nichts mehr ertragen. Und dann kam diese Holzwerkstatt, wo ich eigentlich feinmotorisch oder auch künstlerisch völlig unbegabt bin. Und dann war auf einmal dieses Holz da und diese Maschinen da und es war einfach nur toll. Und ich konnte stundenlang da an der Säge stehen und einfach nur sägen. Also ich habe für mich festgestellt in der Therapie, dass das einfach toll war, mit dem Holz zu arbeiten. Dass dieses Geräusch von den Sägen um mich herum, dieses Anfassen, dieses Konzentrieren, der Geruch einfach toll war. Die ganze Zeit hat Thorsten, mein Freund, mich unterstützt. Der ist durch alles mit mir durchgegangen. Der hat immer zu mir gehalten, jeden Abend zu mir in die Klinik gekommen. Ich wollte auch keinerlei Besuch haben. Thorsten ist jeden Tag gegangen. Es ist einfach, wenn da jemand ist, der dich nicht aufgibt, der immer noch an dich glaubt, der immer da ist. Wenn du dich selber nicht ertragen kannst, wenn du dich selber nicht magst, nicht leiden kannst, du teilweise Hass auf dich selber hast und da ist einfach jemand und sagt, ich hab dich lieb. Das ist toll. Das Beste, was mir passieren konnte. Als ich dann zu Hause war, hat Thorsten mir meine erste kleine Dekopiersäge gekauft. Und ich habe angefangen, so zu Hause die ersten kleinen Holzarbeiten auch zu machen. Und dann kamen immer mehr Ideen und immer mehr Werkzeuge und ich brauchte immer mehr Platz. Und irgendwann hat Thorsten dann gesagt, dann bauen wir jetzt bei uns im Garten eine Werkstatt. Und so ist dann dieser Eigenbau entstanden. Latte für Latte. Immer wenn ich merkte, ich kann mich nicht mehr ertragen, ich werde unruhig, dann habe ich mein Holz genommen und habe gesägt und habe mein Papier genommen und habe geschliffen, Stunde um Stunde. Ich verbringe wirklich viel Zeit hier. Manchmal gehe ich einfach nur in meine Werkstatt und sitze und gucke mir meine Sachen an und es tut mir gut. Es ist ja nicht nur ein Rückzugsort, es ist ganz schwer zu beschreiben, aber es tut mir einfach gut. War ein Bestandteil der Therapie und es ist heute meine Zuhause-Therapie für mich. Ich will dir gerade mal was zeigen. Ich glaube, der symbolisiert das am besten. Ich glaube, bei jedem, wo man diesen Elch sieht, jeder, der so einen Elch zu Hause hat, genau diese Form, weiß man, dass der in der psychiatrischen Klinik war, weil man die dort macht. Den habe ich auch da gemacht. Also sieht man noch, dass ich noch nicht gut schleifen konnte, noch nicht genau sägen konnte. Der ist unrund, aber der bleibt so, der wird auch nicht nachgearbeitet. Und ich war so unfassbar stolz darauf, dass ich es geschafft habe, dieses dicke Stück Holz zu einem kleinen Elch zu sägen. Der wird ewig und immer bleiben. Mein Elch. Ich merke aber auch, und das ist eigentlich das Schönste, dass ich manchmal nach einer Stunde merke, ich habe nicht gedacht. Und das Schönste, dass ich keine schlechten Gedanken hatte in der Zeit, dass ich einfach das genießen kann, das zu fühlen. Ich war ruhig, die Zeit ist vergangen und es war okay. Und das ist das Schönste. Ich wüsste an vielen Situationen nicht, was ich machen würde, sollte, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, hier in die Werkstatt zu gehen. Das ist ein Treffen, eine kleine ukrainische Feier heute und bin ich zu eingeladen worden. Es ist wie ein Familientreffen. Es ist eine Familie für mich geworden. Es sind Freunde und Familie, alle, die sehr lieb gewonnen habe. Це називається пограч. А ви взяли тарілочку? Взяли. Галя, виходь за мене заміж. Добре. Ich glaube, das sind Beziehungen, wir haben so viel miteinander erlebt. Die Freunde, die aus der Ukraine gekommen sind und in der Zeit, in den Anfängen, als alles fremd und alles neu war und in der Zeit
haben wir alle zusammen ganz, ganz viel erlebt und das verbindet, glaube ich, irgendwie. Warum diese Menschen so wichtig sind und weil ich jedes Mal wieder fasziniert und beeindruckt bin, wenn ich weiß ganz viel, was für Geschichten hinter den Menschen stecken. Ich weiß, was diese Menschen durchmachen und wen sie vermissen. Und trotzdem ist da so viel Liebe und so viel Offenheit und so viel Freundschaft, dass ich so viel miterleben darf, dass ich mit einbezogen werde. Ja, dass ich das mitteilen darf. Das ist was Besonderes und das macht Nähe. Die Dankbarkeit, da habe ich mich sehr schwer mitgetan, die zu verstehen und anzunehmen, weil es für mich immer der Gedanke war, eigentlich mache ich ja gar nichts. Gut, irgendwann, glaube ich, habe ich doch angefangen zu verstehen, dass es eine Hilfe ist, auch da zu sein und zuzuhören und einfach zu sagen, ihr seid jetzt hier und wir sind für euch da, da ist jemand. Dann zu sehen, angefangen bei den Kindern, wenn kleine Kinder da waren, wo man das Gefühl hatte, nicht mal angucken. Es war schon ein zu viel. Und die dann irgendwann vorsichtig zu dir gekommen sind und dann deinen Namen konnten und irgendwann ins Zentrum gelaufen kam, mit offenen Armen auf einen zugelaufen kam. Ja, das ist einfach nur überwältigend. Das sind Momente, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Weil es schön ist, auch in dieser Familie zu sein, zu wissen, das sind Freunde, das sind Menschen, die sich darauf freuen, dass ich heute hierher gekommen bin. Und ja, das ist eine Form von Glück. Ja, ganz am Anfang, ich weiß genau den Abend vor dem Einmarsch, wo jeder überlegt hat, passiert es oder passiert es nicht, und ich da einfach gesagt habe, es wird passieren und es macht mir Angst. Und kam der russische Einmarsch und in der Gemeinde wurde überlegt, was macht man, wie kann man helfen, und dann wurde relativ schnell im Tienenkamp eine Halle gefunden, wo Spenden gesammelt wurden. Ich selber hatte einfach furchtbare Angst. Und dann habe ich gesehen, wie die Menschen, habe ich im Fernsehen gesehen, wie die Menschen aus dem Land raus sind, mit Kindern und einer Katze und sonst gar nichts und überall standen. Und ich immer nur wusste, das könnte ich nicht, das würde ich nicht überstehen. Ich musste irgendwas tun, um auch meiner eigenen Angst zu entkommen, um damit umzugehen. Und ja, so bin ich da dann zu der Sammelstelle gekommen und habe nachher fast jeden Tag da mitgeholfen. Dann die ersten ukrainischen Gäste zu uns gekommen sind. Wie können wir helfen? Was können wir machen? Dann haben wir im CCU bei uns im Ort eine leere Halle im Prinzip haben können und haben gesagt, sind wir jetzt 3-mal in der Woche und gucken, wie wir helfen können. Wir wussten gar nicht an dem ersten Tag, wo wir aufgemacht haben, kommt überhaupt irgendjemand dahin? Und wenn ja, was brauchen die Menschen? Und es kamen so unfassbar viele Menschen und wir konnten deren Sprache nicht, sie konnten unsere Sprache nicht. Und wir konnten uns alle unterhalten und verständigen, weil jeder es wollte. Ich kann es gar nicht beschreiben, was es war. Wir haben ganz schnell festgestellt, Kleidung gebraucht, es muss das erste versorgt werden. Und es kamen verständlicherweise ja immer mehr Menschen. Und dann fing es auch an, dass es gar nicht mehr so sehr darum ging, dass jemand vielleicht einen warmen Pullover oder eine Bettdecke braucht, sondern manchmal einfach nur in den Arm genommen werden oder erzählen oder zuhören. Ich hatte immer noch furchtbare Angst und habe die ganze Zeit gedacht, wenn der Angriff sich ausweitet, ich kann das nicht, ich könnte das nicht. Ich habe solche Angst gehabt und habe durch die Menschen einfach festgestellt, zusammen schafft man das.
вітер дуба хитає, хитає, козаківку питає. Das ist ein Gefühl, dass alles wird gut, wenn Ulrike in der Nähe ist, wenn ich kann mit sie sprechen. Sie schenkt uns dieses Gefühl, alles wird gut. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich gefallen kann. Ich konnte keine Kraft, um mehr zu leben, und Ulrike war für mich als Rettungsdienst. Zuerst haben wir hier getroffen und Tee getrunken, Kaffee, Kuchen gegessen, mit Kindern gespielt. Am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, einfach zu sprechen. Und Ulrike ist immer bereit, sprechen mit Niveau A1, mit Niveau A2, mit B1 und so weiter. Dann spielen wir zusammen im Uno und Memory. Das ist sehr, sehr lustig mit meinen Kindern. Meine Liebe hier in Deutschland hat sich radikal verändert. In der Ukraine war ich nur eine Mutter und Hausfrau und eine Ehefrau. Hier in Deutschland habe ich so viele neue Sinne gefunden. Ich muss sehr viel lernen, aber das macht mir Spaß. Mein Berater im Jobcenter, er hat gefragt, Natalia, was können wir machen? Und ich erzähle, ich kann spitzen, ich kann nähen, ich kann Makramee machen. Ich habe fast professionelles Niveau im Handmade erreicht. Dann hat er mich gefragt, aber haben Sie Diplom? Ja, ich bin Ärztin. Sie sind Ärztin. Dann lernen Sie Deutsch. Punkt. Ich lese dir 2 Sätze vor. In einem Satz befindet sich ein Modalpartikel. Sie hat ein bisschen Material im Internet gefunden, aber sie musste lesen. Also, sie musste ungefähr eine Stunde für mich lesen. Für mich und ich antworten. Und dann überprüfen. Ja, aber jetzt muss ich diese Information schreiben. Gut. Können Sie bitte Ihren Namen verraten? Ja, Paula Sommerfeld. Mit Ulrike haben wir vielmal an unser Gespräch gespielt. Also zuerst sie als eine Patientin war und ich eine Ärztin. Dann haben wir zusammen gespielt. Schönen guten Tag, mein Name ist, ich bin, tratata. Was für die Beschwerden haben Sie? Irgendwelche chronische Erkrankungen? Also hat mir keiner was von erzählt. Also keines bekannt. Nö. Ulrike spielt die Rolle von Patientin sehr, sehr gut. Dann, ich bin eine Assistenzärztin und Ulrike als meine Chef. Sie sagte immer, Natalia, du bist sehr gut. Natalia, du kannst das. Wow, du kannst das. Und, sie sagte, Natalia, das ist sehr gut. Das ist perfekt. Du hast so viele richtige Antworten. In meinem Leben habe ich nie so viele Leute getroffen, die an mich glauben. Und Ulrike glaubt an mich. Du bist dran. Ich habe 4 Korn. Uno. Doch nicht gewackelt. Doch. Давай. Мы же еще не доиграли.
Also ich sage immer, dass Ulrike Mensch mit riesigem Herz. Und alle Momente, ich fühle, das ist mein Mensch. Mensch, wichtige in meinem Leben. Also, als wir kennengelernt haben, ich spreche kein Deutsch, kein Englisch. Wir kommunizieren nur Auge in Auge und wir verstehen alles. Ich kann nicht genau sagen, was ist. Es ist nur, du fühlst es. Also im Zentrum waren viele Menschen, die geholfen haben. Aber mit Ulrike, es war anderes. Wir können einfach zusammen sitzen. Ich sitze nur einfach näher. Ich verstehe gar nicht. Aber ich fühle, was geht. Ich glaube, es ist ein Platz. Und wie ein Strom, Schritt für Schritt, ich ein bisschen Deutsch lerne, wir ein bisschen sprechen. Uli kann mit mir sprechen, einfachere Wörter. Uli versteht immer meine schlechte Grammatik, meine schlechte Akustisch. Ich glaube, es ist auch ein Teil unserer Verbindung. Wir können mit Uli einfach Hände tragen, Auge in Auge sehen und ohne Wörter verstehen, was passiert. Und Anna ist jetzt ja, tatsächlich eine meiner besten Freundinnen. Und ich sage immer, ich möchte sie nie wieder verlieren. Aber dass wir uns kennengelernt haben, eigentlich ist der Preis dafür zu hoch. Weil wir haben uns nur durch den Krieg kennengelernt. Ohne Krieg, ich glaube, ich war nicht in Deutschland. Aber ich finde auch, also wenn zwei Menschen müssen treffen sich, dann wird in jedem Fall passiert. Für mich ist es sehr schwer zu begreifen, das Dasein und das, was mir eigentlich hilft, immer weiterzumachen. Weil ich so oft denke, eigentlich mag ich dieses Leben gar nicht. Und dann sind da Menschen, die leben wollen und die einfach weitermachen wollen für ein Leben später. Und Anna, ich glaube, es gibt mir auch ein ganzes Stück Kraft, das selber auch zu sehen. Für mich, das ist eine philosophische, ich weiß es nicht, wie sagen, aber ohne Krieg treffe ich nicht Uli. Dann strahlt sie mich an und sagt, siehst du, es hat alles was Gutes. Und ich glaube, das fasst das so ein bisschen zusammen, dass sie einfach sagen kann, ja, ich bin mit meinen beiden Kindern hier alleine, mein Mann ist in der Ukraine, meine Familie, meine Eltern, alle sind da. Anna sagt zu mir, siehst du, aber trotzdem, wir haben uns gefunden, es hat alles was Gutes. Gut, es ist oder nicht, ehrlich, Krieg kann nicht gut sein. Aber ich habe Uli. Das ist, glaube ich, kaum mit Worten zu beschreiben. Die Umarmung und das Danke, und es sind auch unfassbar viele liebevolle, auch selbstgearbeitete Geschenke, dass ich immer denke, warum? Ich mache doch gar nichts. Diese Dankbarkeit zu erfahren, gibt mir Kraft und es bewegt mich und es berührt mich. Ulrike Hansen hilft unserer Familie sehr, sehr viel. Viel Arbeit, und für mich bedeutet das viel schöne Zeit beim Sehen und Schleifen. Weil das kann man wirklich nur noch mit der Hand schleifen. Es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die damit nicht umgehen können. Und ich habe halt zu Hause jemanden, der rund um die Uhr für mich da ist und das mitmacht und das mitträgt und ja, einfach
mich hält und für mich da ist. Und ich glaube, das ist das Beste, was einem passieren kann.